Der mutmaßliche Messerstecher von Solingen, der schöpfte offenbar alle Rechtsmittel aus, um seiner Abschiebung zu entgehen. Denn auffällig ist dabei, dass er wohl ganz gezielt Hilfe von Rechtsanwälten erhielt, die das Asylrecht natürlich ganz genau kennen und jeden Paragraphen im Sinne ihrer Klienten anwenden. Mit dem Ziel, den Aufenthalt in Deutschland zu verlängern, obwohl der Status der Person eigentlich nicht dafür spricht. Und daher steht natürlich nun auch der Vorwurf im Raum, dass es eine faktische Abschiebeverhinderungsindustrie in Deutschland bereits gibt. Die Kritik wird immer lauter am Asylrecht. Der Tenor: es ist nicht mehr zeitgemäß. Die Flüchtlingsunterkunft in Solingen. Hier hätte der mutmaßliche IS-Terrorist nie ankommen dürfen. Doch er schaffte es nicht nur, die zuständige Ausländerbehörde zu überlisten, sondern auch Schlupflöcher im geltenden Völkerrecht und der sogenannten Dublin-Verordnung zu finden, einer Regelung zur Zuständigkeit für Asylverfahren. Wenn ein gut informierter Rechtsanwalt seinen Mandanten auf gesetzliche Fristen hinweist, dass es eben 6 Monate sind, in denen er dann nach Bulgarien abgeschoben werden müsste, dann glaube ich, kommt nahezu jeder Mandant selbst auf die Idee, dass er eben diese 6 Monate hinter sich bringen muss. Über die sogenannte Balkanroute begibt sich der Attentäter im Dezember 2023 von Syrien aus auf die Flucht. Nach seinem abgelehnten Asylantrag in Bielefeld schaffte er es sich im Juni 2023 einer Abschiebung zu entziehen, spielt auf Zeit, denn nur 4 Tage nach Ende der 6-monatigen Überstellungsfrist meldete er sich bei den Behörden, genoss ab diesem Zeitpunkt subsidiären Schutz. Problem ist die Gesetzeslage. Die stammt aus einer Zeit, wo wir nicht diese Massenmigration in Europa hatten und deswegen hätte sie geändert werden müssen. Die Ampel hat dies verweigert. Die Frau Bundesinnenministerin Faeser lässt sich dafür feiern, dass sie ein neues europäisches Asylsystem vereinbart hätte in Europa. Ja, weil sie darauf verzichtet hat, die ewige Zuständigkeit des Ersteinreisestaates dort festzuschreiben. Doch es gibt nicht nur Kritik an der Bundesregierung. NRW-Flüchtlingsministerin Josephine Paul von den Grünen gesteht ein Systemversagen der kommunalen Behörden ein. Der Attentäter soll vor und nach dem missglückten Abschiebeversuch in der zentralen Unterbringungseinrichtung in Paderborn angetroffen worden sein. Doch diese wichtige Information wurde nicht an die zentrale Ausländerbehörde weitergeleitet. Außerdem soll die zuständige Behörde keinen neuen Rückführungsflug für den Syrer organisiert haben. Schwerwiegende Fehler, doch offenbar kein Einzelfall. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres scheiterten in Deutschland satte 14.000 Abschiebungen. Ja, damit blicken wir nach Solingen zu Max Hermes, der weiterhin für uns dort in Nordrhein-Westfalen vor Ort ist. Guten Morgen, Max. Also nun gibt es tatsächlich Vorschläge der schwarz-grünen NRW-Landesregierung, dass so ein Chaos in Zukunft verhindert werden soll, ein regelrechtes Behördenversagen. Was genau schwebt denn der Regierung vor? Guten Morgen zu euch ins Studio. Die grüne Flüchtlingsministerin hier aus NRW, Josephine Paul, die hat das System insgesamt als dysfunktional beschrieben und sie hat jetzt erst einmal auch noch ein Schlaglicht geworfen auf diese fehlgeschlagene Abschiebung. Also am 5. Juni 2023 sind die Behörden gegen 2:30 Uhr in die Einrichtung in Paderborn gekommen. Da haben sie den 26-jährigen Syrer nicht angetroffen und dann haben sie kein zweites Mal auch versucht, ihn in dieser Einrichtung wieder anzutreffen. Das Absurde ist, er ist am Morgen desselbigen Tages wieder in der Unterkunft erschienen, aber die Behörden in Paderborn von der Unterkunft haben nicht die Behörde in Bielefeld darüber informiert. Und die Behörde in Bielefeld, die nur einmal versucht hat, überhaupt dort den 26-Jährigen anzutreffen, die hat dann festgestellt, es gibt keine Rückflüge mehr innerhalb der 6-monatigen Frist, also versuchen wir es gar nicht, ihn jetzt überhaupt noch mal zu finden, denn wir können ihn eh nicht in sein Herkunftsland bringen, das ist nicht möglich. Das soll künftig verhindert werden, es soll feste Termine geben, an denen dann ein zweites oder auch ein drittes, 4., 5. Mal versucht wird, die Person anzutreffen. Es sollen verbindliche Rückflüge auch dann sofort gebucht werden, dass man nicht wieder diese Frist verstreichen lässt. Das ist all das, was jetzt hier von Seiten der schwarz-grünen Landesregierung vorgeschlagen wird. Also derweil läuft die Aufarbeitung weiter. Heute möchte Innenminister Herbert Reul ein Lagebild zur Messergewalt in NRW geben. Am morgigen Donnerstag werden dann Innenausschuss und Integrationsausschuss in NRW tagen und am Freitag kommt der NRW-Landtag zu einer gemeinsamen
gemeinsamen Sitzung, zu einer Sondersitzung auch zu diesen Ereignissen hier in Solingen zusammen. Also in NRW tut man jetzt alles, um diese Aufarbeitung voranzutreiben. Man wird aber vor allen Dingen auch gucken müssen, wie verhindert hier die Politik, dass solche fehlgeschlagenen Abschiebungen auch in Zukunft hier das Land belasten. Und bei der Präsentation von dem Minister Herbert Reul sind wir um 12 Uhr natürlich live mit dabei. Danke erstmal, Max, nach Solingen.